Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Mein Name ist Eveline Dungl, ich bin die Tiertrainingsbeauftragte hier im Tiergarten Schönbrunn. Begonnen hat es zunächst bei den großen Pandas, da war Training, vor allem medizinisches Training, sehr wichtig für uns. Wir haben dann sehr schnell die ersten Erfolge gesehen und so haben wir dann auch bei anderen Tierarten mit Trainingsprogrammen gestartet. 2006 sind dann die Panzernashörner gekommen, auch mit denen haben wir dann Training begonnen. Und mittlerweile ist meine Aufgabe die der Trainingskoordinatorin. Das heißt, ich bin so die Schnittstelle zwischen Tierpfleger, Tierarzt, Kurator, wo wir besprechen, bei welchen Tierarten wäre für welche Zielsetzung Training wichtig, wie kann man das aufbauen, an welcher Stelle in der Anlage ist es möglich, womit kann man belohnen, was muss man für Sicherheitsbedingungen bedenken, also ist es im geschützten Kontakt möglich, im direkten Kontakt. All das wird vorab besprochen und von mir eben koordiniert, einen Trainingsplan erstellt und dann gehen wir ans Werk. Je nach Tierart, aber auch je nach Individuum ist der Lernfortschritt natürlich ein ganz anderer oder auch der Zugang zum Training. Es gibt Tiere, die da wirklich sehr eifrig dabei sind, die eigentlich uns Trainer permanent fordern, in dem Sinn, dass sie am liebsten ständig auch was Neues erlernen würden. Dann gibt es Tierarten, die eher ein bisschen vorsichtiger sind, ein bisschen schreckhafter, zum Beispiel die Giraffen, die betrachten alles immer aus der Distanz mit sehr viel Vorsicht und überlegen sehr genau, was sie wo mitmachen. Dann gibt es so die super schnellen, super eifrigen, wie Papageien, wie Keas zum Beispiel, die alles Neue von Haus aus spannend finden und mit allem sofort interagieren wollen und alles sofort manipulieren wollen. Also es sind da schon große Unterschiede gegeben von der Neugier, vom Zugang zu neuen Situationen, zu neuen Objekten, aber wie gesagt eben auch, was die Sicherheit angeht, wie die Pfleger, die Trainer mit dem Tier arbeiten können. Was in jedem Fall der Trainingsprogramm aber immer gleich ist, ist die Methodik, nämlich Training durch positive Verstärkung. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, was vom Tier gewünscht ist, was das Tier für ein Verhalten zeigen soll und belohnen das, verstärken das und das Tier wird so lernen, das öfter zu zeigen. Verhält sich ein Tier mal nicht so, wie wir uns das vorstellen, wird das ignoriert, also sie bekommen einfach keine Aufmerksamkeit für unerwünschtes Verhalten von uns und so wird dieses Verhalten immer weiter reduziert bzw. in der Trainingseinheit dann nicht mehr gezeigt werden. Bei mir in meinem Berufsleben gibt es eigentlich gar nicht so wirklich einen typischen Tag oder es verläuft nie ein Tag wie der andere. Meine Aufgabengebiete sind geteilt. Ich bin auch für einen gewissen Teil des Tierbestands als zoologischer Kurator zuständig und eben für die Trainingsprogramme. Und je nachdem, bei welcher Tierart gerade was im Fokus ist, ob es wichtig ist, bei den Nashörnern im Winter vermehrt auf die Füße zu achten, ob es wichtig ist, die Affen zu trainieren, weil eine Umsiedlung bevorsteht oder auch ein Transport in einen anderen Zoo. Je nachdem werden die Programme halt fokussiert und gezielter mit einem Tier auf ein gewisses Ziel hin trainiert oder es wird einfach aufrechterhalten, was ein Tier schon kann und man schaut, dass man kontinuierlich daran weiterarbeitet. Aber das ist von Tag zu Tag ganz unterschiedlich, was so die Schwerpunkte sind und woran aktuell gerade gearbeitet wird. Was ein Tier oder eine bestimmte Tierart im Zuge des Trainings lernen soll, da können die Wünsche zunächst kommen vom Tierpfleger, vom Tierarzt, vom Kurator. Letztendlich entscheiden tut es dann immer der zoologische Kurator, was mit einem Tier trainiert werden soll. Bei uns sind die Fragestellungen in erster Linie bezogen auf medizinisches Training, also Untersuchungen, Behandlungen, aufs tägliche Handling. Es ist ja oft, gerade wenn ein Tier im geschützten Kontakt gehalten wird, schon ein großes Thema für die Pfleger, wie verbringe ich das Tier von A nach B, dass ich einen bestimmten Anlagenteil in geschützten Kontakt reinigen kann.
Mitunter sind auch wissenschaftliche Fragestellungen und Forschungsprojekte Anlass dafür, dass wir ein Trainingsprogramm starten. Wie gesagt, variiert je nach Tierart, je nach Tier und wird dann letztendlich immer vom zoologischen Kurator entschieden. In jedem Fall, unabhängig von diesen Zielsetzungen, ist aber immer das Tierwohl auch im Fokus und das Training selber bietet fürs Tier auch immer eine sehr tolle mentale Stimulation, eine sehr gute geistige Beschäftigung und auch das ist im Menschenobhut ein ganz wichtiger Faktor. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.